In einem abgelegenen Teil einer Großstadt steht ein verlassenes Haus. Es ist von außen kaum zu erkennen, heruntergekommen und überwuchert von dichtem Gestrüpp. Das Innere des Hauses ist wie ein Labyrinth aus vergessenen Erinnerungen. Überall stapeln sich Gegenstände, als hätte die Dame nie etwas wegwerfen können. Doch vielleicht war sie so schwer krank, dass sie sich um nichts mehr kümmern konnte. Kann das sein, dass die Dame noch Krebs hatte? Das würde auch erklären, warum die noch so jung war. Guckt euch das mal an. Was ist denn hier passiert? Ist in dem Bett jemand umgekommen? Da ist der Vater mit seinem neugeborenen Kind. Wenn man dann noch das Kinderfoto von der Frau sieht, die hier lebte, dann ist das schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Dieses Lost Place hütet ein Geheimnis, das im Dunkeln verborgen ist. Eine traurige Geschichte, die nur darauf wartet, enthüllt zu werden. Komm mit und erkunde zusammen mit mir dieses verlassene und geheimnisvolle Haus. Wir starten dann oben im Gebäude. Wir müssen auch leise sein. Wir haben direkt angrenzend einen Nachbarn. Ich zeige euch das gleich einmal kurz. Auf jeden Fall ist dieses Haus ein ziemlich krasses Messi-Haus. Das ist wieder ein Ort, wo man sich fragt, wie kann man hier überhaupt leben? Vielleicht finden wir heraus, was es mit dem Schicksal dieses Hauses auf sich hat. Deswegen starten wir jetzt im ersten Raum. In der Ecke direkt so ein alter Röhrenfernseher. Und dann schauen wir uns den Raum kurz mal in der Gesamtansicht an. Also viel Persönliches sehe ich gerade nicht so. Ich hoffe, wir finden noch irgendwas. Da gibt es noch einen Eckschrank an der Wand. Ein kleiner Schrank, wo wahrscheinlich mal Besteck oder sowas drin war. Der Gesamtraum war, glaube ich, mal eher so ein Aufenthaltsraum, oder? Wo man sich dann schön an den Tisch gesetzt hat, Kaffee, Kuchen getrunken hat. Und wenn man irgendwelche Filmchen oder so gucken wollte, konnte man den Fernseher anschalten. In dem Schrank gibt es sogar noch Bekleidung. Das Ganze sieht nach Herrenbekleidung aus, seht ihr das? Das sind Sakkos. Oben drüber gibt es ein paar Decken und so was. Auf dem Tisch gibt es dann eine Box mit Kassetten. Was gibt es da Interessantes? Captain James, bitte zum Tanz. Melodien für Millionen. Schock. Hänsel und Gretel und so weiter. Auch wie man schon an der Einrichtung sehen kann, müssten hier ältere Leute drin gewohnt haben. Und das ist das Fenster, wo der Nachbar direkt gegenüber wohnt. Wir schauen einmal vorsichtig aus dem Fenster. Ja, seht ihr? Direkt nebenan ist das Haus. Und das Auto steht auch da. In diesem Haus sind fertig und man kann schon mal am Ausgang der Flur erkennen, dass hier alles komplett zugemüllt wurde. Auf dem Boden gibt es auch einige Briefe. Was haben wir denn da? Auf jeden Fall sind die leer. Aber was steht denn da drauf? Instandsetzungsbataillon 610, Briesenkaserne, Flensburg-Weiche, und dann das WBGR 3 in Düsseldorf. Und hier sind noch viele mehr. Wehrbereichsgebührenamt, Instandsetzungsbataillon 6, Stabtechnische Gruppe, Aufklärungsgeschwader 52, Heeresunteroffizierschule 1 in Münster, Lützow-Kaserne. War der ehemalige Bewohner damals Soldat? Also den Briefumschlägen nach zu urteilen, kann das wirklich sehr gut möglich sein. Weil warum hat man sonst solche Briefe? Dann gehen wir vorsichtig weiter und schaut euch das mal an. Es ist wirklich alles zugemüllt. Links im Raum die Abstellkammer. Ja gut, die darf zugemüllt sein. Das ist nun mal so. Was befindet sich in diesem Abstellraum? Links sehen wir Bücher, Träume deuten. In der Kiste sehe ich noch mehr Briefumschläge mit Bundeswehrabsender. Und ansonsten nicht viel Interessantes. Es ist so viel Müll auf dem Boden. Unfassbar, Leute. Auf dem Schrank gibt es noch ein kleines Yamaha Portasound PS200. Dann irgendwie so ein Monitor. Ah, hier konnte man eine CD reinlegen und sich dann einen Film angucken. Weiter durch den Flur gibt es dann den nächsten Raum. Rechts sehen wir so einen mobilen Kleiderständer mit Frauenkleidung. Und dann schaut euch mal diesen Raum an. Die ganzen Kartons sind einfach dort hingeschmissen worden. Oben auf dem Schrank steht noch ein Stuhl mit Mustern. Der sieht gar nicht so schlecht aus. Auf dem Boden befindet sich ein Gesellschaftsspiel. Unter den Kartons in der Ecke kann man erkennen, dass das mal ein Spülbecken war. Das ist auch gefliest. Vielleicht war das mal eine Art Küche oder so. Oder ein Schlafzimmer mit kleiner Waschgelegenheit. Vielleicht hängt da mal ein Spiegel, denn da oben ist so ein Lämpchen. Hinter uns gibt es dann noch einen Raum. Und das ist nämlich das Schlafzimmer. Dann würde das mit dem Waschraum passen. Aber guckt euch das mal an. Wie lange steht das denn schon leer?
Und ich sehe gerade einen Kalender. Via Nova Naturprodukte. Und der ist von Mai 2012. Das erste Datum ist also Mai 2012. Und auf dem Schrank sehe ich noch einen Brief von der Sparda-Bank. Pfändungs- und Einziehungsverfügung. Gisela hat hier gewohnt mit Aktzeichen und so weiter. Das Datum ist der 29.11.2012. Okay, dann kann man auch erahnen, in welche Richtung das geht. Das ist wieder ein Haus, wo der Mann eher verstorben ist und die Frau auch immer älter wurde, sich nicht mehr um viel kümmern konnte und dann das daraus geworden ist. Dann schauen wir uns in den Raum ein wenig um. Auf dem Tisch gibt es ein Album mit Schallplatten, Treffpunkt Herz, Folkmusik auf Bulgar. Ist auch bald wieder soweit. Schöne Weihnachtszeit. Leise rieselt der Schnee. Vom Himmel hoch. Oh, Engelein kommt. Tochtation und so weiter. Drehen wir uns um. Sehen wir auf dem Bett so eklige Flecken. Kann das Blut gewesen sein, Leute? Guckt euch das mal an. Das sieht fast danach aus, oder? Was ist denn hier passiert? Ist in dem Bett jemand umgekommen? Ich möchte das jetzt hier nicht anfassen. Auf jeden Fall sieht das verdammt danach aus. Ihr wisst ja, ich bin nicht so ein Typ, der irgendwelche Sachen einfach erzählt und sagt, das ist jetzt so, sondern ich versuche das ja mal irgendwie rauszufinden. Als wenn die Frau hier irgendwie gelegen hätte. Was in diesen Wänden wohl geschehen ist. Wenn die reden könnten, was die uns zu sagen hätten. Und der Schrank ist auch noch voll Kleidung. Auch alles Frauenkleidung. Die sind alle noch schön einsortiert im Schrank. Das war schon in der oberen Etage. Aber unten gibt es auch noch einige interessante Dinge zu entdecken. Dort geht die Treppe nach unten. Rechts befindet sich noch ein Gewürzregal. Dann schauen wir mal, ob wir da ein Datum finden. Das ist aber komisch. Guckt euch das mal an. Ich weiß ja nicht, wie lange das haltbar ist, aber hier steht 6/2020 drauf. Das muss so einer nachträglich hier reingetan haben. Schaut euch das Ganze mal von oben an. Das ist doch unfassbar, oder? Was sehe ich denn hier? Das ist eine Arbeits- und Signieranweisung, Lohn und Vergütung. Stand 20.07.1995. Ende des Arbeitsverhältnisses 30.04.95. Vielleicht ist der Herr oder die Dame dort in Rente gegangen. Leider finde ich keinen Namen da drauf. Schauen wir dann direkt neben der Treppe weiter in den Schrank. Wahnsinn, guckt euch mal das Foto an. Da ist irgendwie die ganze Familie am Esstisch. Das Foto ist von 1948, von Silvester bei den Kremers. Auch befindet sich dort ein Pferdefoto. Hatten die Pferde die Besitzer dieses Hauses? Außerdem sehen wir im Schrank einen Mietvertrag für Garagen und Kfz-Abstellplätze. Die Frau ist geboren am 5.8.1962. Die war gar nicht so alt. Das wären jetzt 61 Jahre. Also ist sie noch relativ jung gewesen. Weiter durch den Flur gibt es links nochmal so mobile Kleiderständer mit Frauenkleidung. Und ekelig, guckt euch das mal an. Zum Glück rieche ich das nicht mehr so. Also ist der Würgereiz gerade auch nicht so stark vorhanden. Aber in dieser Kühlbox sind die Lebensmittel, die wurden von irgendwelchen Ratten oder Mäusen schon angefressen und angenagt. Guckt euch das an, seht ihr das? Ekelhafte Vanillesoße sehe ich noch. Vor diesem Kleiderschrank gibt es einen Eingang in den Keller, aber ich traue mich da nicht reinzugehen. Ja, die Treppe ist auch schon da kaputt. Das lassen wir mal lieber. Was ich gerade noch gesehen habe, wir haben eine Katzenbox in dem Flur. Das bedeutet für mich, dass die Dame vielleicht auch Katzen hatte. Ich hoffe, dass die Katzen schon vorher weg waren, bevor die Frau eventuell bettlägerisch wurde und sich nicht mehr um die Katze kümmern konnte oder so. Das wäre natürlich bitter, wenn die Katzen hier noch gelebt hätten und keiner konnte mehr sich um die kümmern, ne? In der Tüte sehe ich gerade was. Essen, das gegen Krebs schützt. Kann das sein, dass die Dame noch Krebs hatte? Das würde auch erklären, warum die noch so jung war. Also jung in Anführungsstrichen, aber ist eigentlich auch kein Alter zum Sterben, ne? Es sieht fast danach aus, als wenn die Frau Krebs gehabt hätte und es nicht geschafft hat. Und weiter geht's. In diesem Raum. Das gleiche Bild wie im ganzen Haus. Alles zugemüllt.
Das sieht irgendwie aus wie so eine Art Aufenthaltsraum wie oben, oder? Hinter der Tür sehen wir einen Schrank, wo wahrscheinlich mal Dokumente oder sowas drin gelegen haben. Wo die Dame vielleicht damals davor saß und darauf Briefe geschrieben hat zu irgendwelchen Verwandten oder Bekannten. Wie konnte man in diesem Haus denn leben? Das Haus ist doch bestimmt damals schön urig gewesen, immer schön aufgeräumt und dann kam der berühmte Schicksalsschlag und zack, das war's. An der Wand sehe ich noch einen Kalender, da ist Dezember 2015 zu sehen. Dann sind wir mal bei 2015. Dann gucken wir mal, ob wir uns hier durchkämpfen können. Das ist hier alles, für mich ist das unfassbar. Ich kann sowas nicht verstehen. Auch dieser wunderschöne Schrank, wie schön verziert der ist mit dem Spiegel im Hintergrund. Diese 2 Säulen. Auf dem Schrank sehen wir eine CD, Kreuzzüge, Verschwörung im Königreich des Orients. Oh, und im Schrank gibt es noch Fotos. Da ist der Vater mit seinem neugeborenen Kind. Das Ganze ist vom 9.11.62. Wenn man dann noch das Kinderfoto von der Frau sieht, die hier lebte, dann ist das schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Schwenken wir auf den Tisch, gibt es Bücher, eine ganze Kollektion von Mozart und auch wieder Fotos. Ich glaube, das ist die Frau, die hier gewohnt hat, und das ist der Opa und die Oma von der Frau. Gucken wir weiter, und bei diesem Anblick fehlen mir wirklich die Worte. Das ist wohl das ehemalige Büro, man kann dort hinten noch Ordner erkennen. Und dann geht's in die Küche. Leute, also das ist ja wirklich unfassbar. Wenn man in die Küche reinkommt, ist so ein leichter Hauch von Gewürzen wahrzunehmen. Auf der Spüle steht noch dreckiges Geschirr. Vielleicht das letzte, was hier benutzt wurde. Man erkennt noch eine Mikrowelle, die da halb auf dem Tisch steht. An der Wand gibt es auch einen Kalender von 2015. Also kann man davon ausgehen, dass 2015 Feierabend war hier. Also jetzt 8 Jahre. Aber das passt auch dazu, so wie das Haus aussieht. Diese alten Küchenschränke kenne ich auch noch. Das sind die gleichen, die wir damals im Kleingarten stehen hatten. Kommen wieder alte Erinnerungen hoch. Rechts auf dem Schrank steht noch ein bisschen Heidelbeeren-Nektar. Der war noch haltbar bis 2018. Weiter gibt es da noch einen Raum. Die Tür scheint schon lange so zu stehen, laut den Spinnweben danach zu urteilen. Schauen wir mal, ob wir das sehen können. Das sieht auf jeden Fall irgendwie eklig aus, diese zusammengerollten Spinnweben. Und dann geht's rein. Oder auch nicht. Ich komme ja auch wirklich nicht mehr durch. Guckt euch das an. Es ist alles zugestellt. Man kann noch erkennen, dass da ein Kühlschrank ist. Aber sonst kommt man nicht weiter. Vielleicht ist es aber auch besser so, dass wir nicht zu diesem Kühlschrank kommen. Wo geht's hier lang? Rechts befindet sich ein Badezimmer. Auch das ist wieder zugemüllt des Todes. An der Wand hängt sogar noch der Waschlappen. Und der sieht im Gegensatz zu dem Rest des Hauses gut aus. Hinter der Tür kann man leicht erkennen, dass da mal eine Badewanne war. Aber wenn das so zugemüllt ist, wo ist denn die dann sonst auf dem Klo gegangen? Oder war das schon so weit fortgeschritten mit ihrem Krebs, dass sie nicht mal mehr auf Klo gehen konnte? Das alles sind Fragen, die stellt man sich, wenn man solche Häuser besucht, ne? Wenn man solche Häuser erkundet. Oder aber auch, wenn man wie ihr einfach zuschaut. Man macht sich ja trotzdem seine Gedanken, wie das hier abgelaufen sein könnte, wie die Person gelebt hat, wie alt die war und so weiter. Dann gehen wir weiter in den Flur. Links befindet sich noch Kleidung an der Garderobe, so ein Übergangsjäckchen. Außerdem befindet sich auf dem Schrank das alte Siemens-Telefon, das Haustelefon der Dame und so eine Tarotkarte ist das doch, oder? Königin der Kelche. Okay. Hat sie sich mal die Karten legen lassen oder war die mal so veranlagt, dass sie sich für sowas interessiert hat? Weiter geradeaus. Da gibt es noch einen Schrank mit Aktenordnern. Kopien, Plattenkartei, Lohnsteuer-Jahresausgleich 1982 bis 1900. Und das wurde nie fortgeführt. Links geht's in den Flur, wo wir gerade drin waren. Rechts ist auch wieder so ein Abstellraum. Ich glaube, das war die ehemalige Waschküche. Und von hier oben können wir auch reingucken. Ist vielleicht ein bisschen gemütlicher. Was ist das denn da, dieses lange weiße Dingen? Hä? Was war das mal? War das auch irgendwas zum Waschen? Eigentlich wollte ich ja nicht hier in diesen Raum gehen, aber mich interessiert, was das ist. Ach, das ist eine Duschkabine.
man lernt auch immer auf Lost Places was dazu, ne? Da geht's nach oben, aber ich möchte da nicht drauf. Ist wahrscheinlich auch nur ein Abstellraum gewesen. Durch den Flur zurück sehen wir noch eine Toilette. Die Handtücher sind schon ein bisschen älter. Da haben wir noch ein Fläschchen. Capsiol, Normata, 85%. Bevor auch immer das war. Diese alten Handtücher zum Abtrocknen der Hände. Auch schon eingenommen von Spinnweben. Dort dann die Toilette und Klopapier. Das sieht tatsächlich noch gar nicht alt aus. Also benutzen könnte man das bestimmt noch. In dem Haus sind wir nun fertig und schauen draußen noch einmal vorbei. Euch darf ich natürlich auch nicht vergessen. Es ist schon zu erkennen, dass das alles komplett zugewachsen ist. Richtig krass zugewuchert das Ganze. Hier links führt direkt eine Straße vorbei. Und rechts ist leider auch schon so einiges zugemüllt. Dort sehen wir eine Hundehütte und ja, der Schuppen, der ebenfalls zugemüllt ist. Guckt euch das an. Also hier kommt man auch nicht mehr rein. Dann geht's hier wieder raus. Hier lang Richtung Haupteingang. Und das ist alles voller Dornbüsche hier. Also 2015 passt sehr gut zu diesem Haus. Was in diesem Haus wohl wirklich geschehen ist. Ja, Freunde, und das war's mit diesem kleinen, aber feinen, aber messhaften Häuschen. Was mit der alten Frau in diesem Haus wohl geschehen ist. Also wir konnten herausfinden, dass das Haus jetzt ungefähr seit 2015 verlassen ist. Die Dame ist in den 60ern geboren. Vielleicht war dieses eine Buch Rezepte gegen Krebs ein Hinweis darauf, warum dieses Haus nun leer steht und warum die Frau ja eventuell gestorben ist oder in ein Altersheim gekommen ist. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Lasst mir hier oben in der Ecke gerne ein Abo da. Und hier unten könnt ihr auf meine Playlist klicken und weitere spannende Lost Place Videos sehen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt stabil.